Ein Skandal in Böhmen. Kapitel 1. Für Sherlock Holmes war sie stets die Frau. Ich hörte ihn selten von ihr unter einem anderen Namen sprechen. In seinen Augen überstrahlte und überragte sie ihr gesamtes Geschlecht. Nicht, dass er irgendein Gefühl empfunden hätte, das der Liebe zu Irene Adler ähnelte. Alle Gefühle, und dieses im Besonderen, waren ihm zuwider, seinem kalten, präzisen, aber bewundernswert ausgewogenen Geist. Er war, so nahm ich an, die vollkommenste denkende und beobachtende Maschine, die die Welt je gesehen hatte, doch als Liebender hätte er sich in eine falsche Position gebracht. Nie sprach er von den sanfteren Leidenschaften, es sei denn mit Spott und Hohn. Sie waren bewundernswerte Dinge für den Beobachter, vorzüglich, um den Schleier von den Motiven und Handlungen der Menschen zu ziehen. Aber für den geschulten Denker, der solche Eingriffe in sein eigenes fein abgestimmtes Temperament zuließ, bedeutete dies, einen störenden Faktor einzuführen, der einen Zweifel an all seinen geistigen Ergebnissen aufwerfen könnte. Sandkorn in einem empfindlichen Instrument oder ein Riss in einem seiner hochwertigen Linsen wäre nicht störender als eine starke Emotion in einer Natur wie der seinen. Und dennoch gab es für ihn nur eine Frau. Und diese Frau war die besagte Irene Adler, von zweifelhaftem und fragwürdigem Andenken. Ich hatte Holmes in letzter Zeit nur wenig gesehen. Meine Heirat hatte uns voneinander entfernt. Mein eigenes vollkommenes Glück und die häuslichen Interessen, die sich um einen Mann ranken, der sich zum ersten Mal als Herr seines eigenen Hausstandes wiederfindet, waren ausreichend, um meine ganze Aufmerksamkeit zu absorbieren. Während Holmes, der mit seiner ganzen bohemehaften Seele jede Form von Gesellschaft verabscheute, in unserer gemeinsamen Wohnung in der Baker Street geblieben war, vergraben zwischen seinen alten Büchern, und von Woche zu Woche zwischen Kokain und Ehrgeiz wechselte, zwischen der Schläfrigkeit der Droge und der wilden Energie seiner eigenen scharfen Natur. Er war, wie immer, zutiefst vom Studium des Verbrechens angezogen und beschäftigte seine immensen Fähigkeiten und seine außergewöhnliche Beobachtungsgabe damit, jenen Hinweisen zu folgen und jene Geheimnisse aufzuklären, die von der offiziellen Polizei als hoffnungslos aufgegeben worden waren. Von Zeit zu Zeit hörte ich vage Berichte über seine Tätigkeiten. Von seiner Vorladung nach Odessa im Fall des Trefow-Mordes. Von seiner Aufklärung der seltsamen Tragödie der Gebrüder Atkinson in Trincomalee. Und schließlich von der Mission, die er so feinfühlig und erfolgreich für die regierende Familie der Niederlande ausgeführt hatte. Abgesehen von diesen Zeichen seiner Aktivität, die ich jedoch nur mit allen Lesern der Tagespresse teilte, wusste ich wenig von meinem ehemaligen Freund und Gefährten. Eines Nachts, es war am 20. März 1888, kehrte ich von einer Reise zu einem Patienten zurück. Denn ich war nun wieder in die zivile Praxis zurückgekehrt. Als mein Weg mich durch die Baker Street führte. Als ich an der wohlbekannten Tür vorbeikam, die in meiner Erinnerung stets mit meiner Werbung und mit den düsteren Ereignissen der Studie in Scharlachrot verbunden sein wird, überkam mich ein starkes Verlangen, Holmes wiederzusehen und zu erfahren, wie er seine außergewöhnlichen Fähigkeiten einsetzte. Seine Räume waren hell erleuchtet. Und während ich hinaufblickte, sah ich seine große, hagere Gestalt zweimal als dunkle Silhouette gegen die Blende vorübergehen. Er schritt schnell und eifrig im Zimmer umher, den Kopf auf die Brust gesenkt und die Hände auf dem Rücken verschränkt. Für mich, der jede seiner Stimmungen und Gewohnheiten kannte, verrieten Haltung und Art ihre eigene Geschichte. Er war wieder bei der Arbeit. Er war aus seinen drogenerzeugten Träumen aufgestanden und war einer neuen Problemstellung heiß auf der Spur. Ich läutete, und man führte mich in das Gemach, das früher zum Teil mir gehört hatte. Sein Verhalten war nicht überschwänglich. Das war es selten, aber er freute sich, glaube ich, mich zu sehen. Kaum ein Wort sprechend,
Aber mit einem wohlwollenden Blick winkte er mir einen Lehnstuhl zu, warf mir seine Zigarrenkiste herüber und deutete auf einen Spirituskasten und einen Selters-Wasserbereiter in der Ecke. Dann stellte er sich vor das Feuer und musterte mich auf seine eigentümliche, in sich gekehrte Weise. Die Ehe bekommt dir, bemerkte er. Ich glaube, Watson, du hast 7,5 Pfund zugenommen, seit ich dich sah. 7, antwortete ich. In der Tat, ich hätte etwas mehr angenommen. Nur ein kleines bisschen mehr, meine ich, Watson. Und wieder in der Praxis, wie ich sehe. Du hast mir nicht gesagt, dass du wieder ins Geschäft einsteigen wolltest. Woher weißt du das dann? Ich sehe es, ich folgere es. Woher weiß ich? Dass du dich in letzter Zeit sehr nass gemacht hast und dass du ein äußerst ungeschicktes und nachlässiges Dienstmädchen hast. Mein lieber Holmes, sagte ich, das ist zu viel. Man hätte dich zweifellos verbrannt, wenn du vor ein paar Jahrhunderten gelebt hättest. Es ist wahr, dass ich am Donnerstag einen Spaziergang auf dem Land gemacht habe und in einem entsetzlichen Zustand nach Hause kam. Aber da ich meine Kleidung gewechselt habe, kann ich mir nicht vorstellen, wie du das folgerst. Was Mary Jane betrifft, so ist sie unverbesserlich, und meine Frau hat ihr gekündigt. Aber auch hier sehe ich nicht, wie du das herausgefunden hast. Er kicherte in sich hinein und rieb seine langen, nervösen Hände aneinander. Es ist denkbar einfach, sagte er. Meine Augen sagen mir, dass auf der Innenseite deines linken Schuhs, genau dort, wo das Feuerlicht darauf fällt, das Leder von 6 fast parallelen Schnitten durchzogen ist. Offensichtlich wurden sie von jemandem verursacht, der sehr nachlässig die Ränder der Sohle abgekratzt hat, um festgetrockneten Schlamm zu entfernen. Daher, siehst du, meine doppelte Schlussfolgerung, dass du bei schlechtem Wetter unterwegs warst und dass du ein besonders bösartiges Exemplar der Londoner Schuhputzer-Sklavenhalterei hast. Was deine Praxis betrifft, wenn ein Herr in mein Zimmer kommt, der nach Jodoform riecht, mit einem schwarzen Fleck von Silbernitrat auf dem rechten Zeigefinger und einer Beule auf der rechten Seite seines Zylinders, die zeigt, wo er sein Stethoskop versteckt hat, dann müsste ich schon sehr dumm sein, wenn ich ihn nicht als aktives Mitglied des medizinischen Berufsstandes erkennen würde. Ich musste über die Leichtigkeit lachen, mit der er seinen Prozess der Deduktion erklärte. Wenn ich dir deine Gründe darlegen höre, bemerkte ich, erscheint mir die Sache immer so lächerlich einfach, dass ich sie selbst leicht durchführen könnte. Obwohl ich bei jedem einzelnen Beispiel deiner Argumentation ratlos bin, bis du deinen Prozess erklärst. Und doch glaube ich, dass meine Augen so gut sind wie deine. Ganz recht, antwortete er, zündete sich eine Zigarette an und ließ sich in einen Lehnstuhl fallen. Du siehst, aber du beobachtest nicht. Der Unterschied ist klar. Zum Beispiel hast du häufig die Stufen gesehen, die von der Eingangshalle zu diesem Raum führen. Häufig. Wie oft? Nun, einige 100 Male. Wie viele sind es dann? Wie viele? Ich weiß nicht. Ganz recht. Du hast nicht beobachtet. Und doch hast du gesehen. Genau das ist mein Punkt. Nun, ich weiß, dass es 17 Stufen sind, weil ich sowohl gesehen als auch beobachtet habe. Übrigens, da du an diesen kleinen Problemen interessiert bist und so freundlich bist, eine oder zwei meiner unbedeutenden Erfahrungen aufzuzeichnen, könnte dich dies interessieren. Er warf mir ein Blatt dickes, rosafarbenes Briefpapier zu, das offen auf dem Tisch gelegen hatte. Es kam mit der letzten Post, sagte er. Lies es laut vor. Der Brief war undatiert und weder unterschrieben noch mit einer Adresse versehen. Heute Abend wird sich bei Ihnen, um 7:15 Uhr, ein Herr melden, hieß es darin, der Sie in einer Angelegenheit von größter Bedeutung konsultieren möchte. Ihre jüngsten Dienste für eines der Königshäuser Europas haben gezeigt, dass Sie einer sind.
dem man vertrauensvoll Angelegenheiten von kaum zu übertreibender Wichtigkeit anvertrauen kann. Diese Auskunft über Sie haben wir von allen Seiten erhalten. Seien Sie also um diese Stunde in Ihrem Zimmer und nehmen Sie es nicht übel, wenn Ihr Besucher eine Maske trägt. Das ist in der Tat rätselhaft, bemerkte ich. Was meinst du, was das zu bedeuten hat? Ich habe noch keine Daten. Es ist ein kapitaler Fehler, zu theoretisieren, bevor man Daten hat. Unmerklich beginnt man, Tatsachen nach Theorien zu verdrehen, anstatt Theorien nach Tatsachen. Aber der Brief selbst. Was folgerst du daraus? Ich untersuchte sorgfältig die Schrift und das Papier, auf dem sie geschrieben stand. Der Mann, der ihn schrieb, war vermutlich wohlhabend, bemerkte ich und bemühte mich, die Vorgehensweise meines Gefährten nachzuahmen. Ein solches Papier ist nicht unter einer halben Krone pro Packung zu haben. Es ist außergewöhnlich stark und steif. Außergewöhnlich, das ist genau das Wort, sagte Holmes. Es ist überhaupt kein englisches Papier. Halte es gegen das Licht. Ich tat es und sah ein großes E mit einem kleinen G. Ein P und ein großes G mit einem kleinen T in die Struktur des Papiers eingewebt. Was schließt du daraus? Fragte Holmes. Der Name des Herstellers, zweifellos, oder vielmehr sein Monogramm? Durchaus nicht. Das G mit dem kleinen T steht für Gesellschaft. Es ist eine übliche Abkürzung wie unser Co. P steht natürlich für Papier. Nun zum IG. Werfen wir einen Blick in unser Kontinentalgazetteer. Er nahm einen dicken braunen Band aus seinem Regal. Iglonitz, hier sind wir, Igria. Es liegt in einem deutschsprachigen Land in Böhmen, nicht weit von Karlsbad. Bemerkenswert als Schauplatz des Todes Wallensteins und für seine zahlreichen Glasfabriken und Papiermühlen. Ha, mein Junge, was schließt du daraus? Seine Augen funkelten. Und er schickte eine große, triumphale, blaue Rauchwolke von seiner Zigarette in die Luft. Das Papier wurde in Böhmen hergestellt, sagte ich. Ganz genau. Und der Mann, der den Brief schrieb, ist ein Deutscher. Beachtest du die eigenartige Konstruktion des Satzes? This account of you we have from all quarters received. Ein Franzose oder Russe hätte das nicht schreiben können. Es ist der Deutsche, der so unhöflich zu seinen Verben ist. Es bleibt also nur noch herauszufinden, was dieser Deutsche will. Der auf böhmischem Papier schreibt und es vorzieht, eine Maske zu tragen, anstatt sein Gesicht zu zeigen. Und da kommt er, wenn ich mich nicht irre, um alle unsere Zweifel zu beseitigen. Während er sprach, war das scharfe Geräusch von Pferdehufen und knirschenden Rädern am Bordstein zu hören, gefolgt von einem scharfen Ruck an der Klingel. Holmes pfiff. Ein Zweispänner, nach dem Geräusch zu urteilen, sagte er. Ja, fuhr er fort und spähte aus dem Fenster. Eine hübsche kleine Brougham und 2 Prachtexemplare. 150 Guineen das Stück. Da steckt Geld in diesem Fall, Watson, wenn auch sonst nichts. Ich glaube, ich sollte lieber gehen, Holmes. Keineswegs, Doktor. Bleib, wo du bist. Ich bin verloren ohne meinen Boswell. Und das verspricht, interessant zu werden. Es wäre schade, es zu verpassen. Aber dein Client. Kümmere dich nicht um ihn. Ich könnte deine Hilfe brauchen, und er vielleicht auch. Da kommt er. Setz dich in jenen Lehnstuhl, Doktor, und schenke uns deine volle Aufmerksamkeit. Ein langsamer und schwerer Schritt, der auf der Treppe und im Flur zu hören gewesen war, machte unmittelbar vor der Tür Halt. Dann erfolgte ein lauter und gebieterischer Klopf. Herein, sagte Holmes. Ein Mann trat ein, der kaum weniger als 6 Fuß 6 Zoll groß war, mit der Brust und den Gliedmaßen eines Herkules. Seine Kleidung war reich, mit einem Reichtum, der in England wohl als geschmacklos angesehen worden wäre.
schwere Bänder aus Astrachanfell waren über die Ärmel und die Vorderseite seines zweireihigen Mantels genäht. Während der tiefblaue Umhang, der über seine Schultern geworfen war, mit feuerfarbener Seide gefüttert und am Hals mit einer Brosche gesichert war, die aus einem einzigen flammenden Beryl bestand. Stiefel, die bis zur Mitte seiner Waden reichten und an den Oberkanten mit reichem, braunem Pelz besetzt waren, vervollständigten den Eindruck barbarischer Opulenz, den sein gesamtes Erscheinungsbild vermittelte. Er trug einen breitkrempigen Hut in der Hand, während er über dem oberen Teil seines Gesichts bis unter die Wangenknochen herab eine schwarze Maskerade trug, die er offenbar gerade erst angebracht hatte, denn seine Hand war noch erhoben, als er eintrat. Vom unteren Teil des Gesichts her schien er ein Mann von starkem Charakter zu sein. Mit einer dicken, herabhängenden Lippe und einem langen, geraden Kinn, das auf Entschlossenheit bis zur Sturheit schließen ließ. »Sie hatten meine Nachricht?« fragte er mit tiefer, rauer Stimme und einem stark ausgeprägten deutschen Akzent. »Ich sagte Ihnen, dass ich kommen würde.« Er blickte von einem zum anderen von uns, als wäre er unsicher, wen er ansprechen sollte. »Bitte nehmen Sie Platz«, sagte Holmes. »Dies ist mein Freund und Kollege, Dr. Watson, der mir gelegentlich so freundlich ist, bei meinen Fällen zu helfen. Wen habe ich die Ehre, anzureden?« »Sie können mich als Graf von Kram ansprechen, einen böhmischen Edelmann. Ich verstehe, dass dieser Herr, Ihr Freund, ein Mann von Ehre und Diskretion ist, dem ich eine Angelegenheit von äußerster Wichtigkeit anvertrauen kann. Wenn nicht, würde ich es vorziehen, mich nur mit Ihnen zu unterhalten.« Ich erhob mich, um zu gehen. Aber Holmes packte mich am Handgelenk und drückte mich zurück in meinen Stuhl. »Entweder beiden oder keinem«, sagte er. »Sie können vor diesem Herrn alles sagen, was Sie mir sagen können.« Der Graf zuckte mit seinen breiten Schultern. »Dann muss ich beginnen«, sagte er, »indem ich Sie beide auf absolute Verschwiegenheit für 2 Jahre verpflichte. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Angelegenheit bedeutungslos sein. Im Augenblick ist es nicht zu viel gesagt, wenn ich behaupte, dass sie von solchem Gewicht ist, dass sie Einfluss auf die europäische Geschichte haben könnte.« »Ich verspreche es«, sagte Holmes. »Und ich?« »Sie werden diese Maske entschuldigen«, fuhr unser seltsamer Besucher fort. »Die erhabene Person, die mich beschäftigt, wünscht, dass ihr sein Agent unbekannt bleibt, und ich darf gleich gestehen, dass der Titel, mit dem ich mich soeben genannt habe, nicht genau meine eigentliche ist.« »Das war mir bewusst«, sagte Holmes trocken. »Die Umstände sind äußerst heikel. Und es müssen alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um einen möglicherweise riesigen Skandal zu unterdrücken und eines der regierenden Häuser Europas schwer zu kompromittieren. Um es offen zu sagen, die Angelegenheit betrifft das große Haus Ormstein, die erblichen Könige von Böhmen.« »Auch das war mir bekannt«, murmelte Holmes, ließ sich in seinem Lehnstuhl nieder und schloss die Augen. Unser Besucher blickte mit einigem offensichtlichen Erstaunen auf die lässig dasitzende Gestalt des Mannes, der ihm zweifellos als der scharfsinnigste Denker und energischste Agent Europas geschildert worden war. Holmes öffnete langsam wieder die Augen und sah seinen gigantischen Klienten ungeduldig an. »Wenn Eure Majestät sich herablassen würden, Ihren Fall darzulegen«, bemerkte er, »wäre ich besser in der Lage, Sie zu beraten.« Der Mann sprang von seinem Stuhl auf und wanderte in unbändiger Aufregung im Zimmer auf und ab. Dann, mit einer Geste der Verzweiflung, riss er die Maske von seinem Gesicht und schleuderte sie zu Boden. »Sie haben recht«, rief er. »Ich bin der König. Warum sollte ich versuchen, es zu verbergen?« »Warum in der Tat«, murmelte Holmes. »Eure Majestät hatten noch nicht gesprochen, da war mir bereits bewusst, dass ich Wilhelm Gottsreich Sigismund von Ormstein, Großherzog von Kassel-Felstein und erblicher König von Böhmen, ansprach.
Aber Sie können verstehen, sagte unser seltsamer Besucher. Setzte sich wieder hin und fuhr sich über seine hohe, weiße Stirn, Sie können verstehen, dass ich es nicht gewohnt bin, derartige Geschäfte persönlich zu erledigen. Doch die Angelegenheit war so heikel, dass ich sie keinem Agenten anvertrauen konnte, ohne mich in seine Gewalt zu begeben. Ich bin inkognito aus Prag gekommen, um Sie zu konsultieren. Dann, bitte, konsultieren Sie mich, sagte Holmes und schloss wieder die Augen. Die Fakten sind kurz diese: Vor etwa 5 Jahren. Während eines längeren Aufenthalts in Warschau machte ich die Bekanntschaft der bekannten Abenteurerin Irene Adler. Der Name ist Ihnen zweifellos geläufig. Sehen Sie bitte in meinem Index nach, Doktor, murmelte Holmes, ohne die Augen zu öffnen. Viele Jahre lang hatte er ein System angewandt, alle Zeitungsausschnitte über Personen und Dinge zu registrieren, so dass es schwierig war, ein Thema oder eine Person zu nennen, zu der er nicht sofort Auskunft geben konnte. In diesem Fall fand ich ihre Biografie zwischen der eines hebräischen Rabbiners und der eines Stabskommandanten eingeklemmt, der eine Monographie über Tiefseefische geschrieben hatte. Lassen Sie mich sehen, sagte Holmes. Geboren in New Jersey im Jahre 1858. Altstimme La Scala Primadonna der Kaiserlichen Oper in Warschau, ja. Von der Opernbühne zurückgetreten, Lebt in London, ganz recht. Eure Majestät haben sich, wie ich verstehe, mit dieser jungen Person eingelassen, ihr einige kompromittierende Briefe geschrieben und wünschen nun, diese Briefe zurückzuerhalten. Ganz genau. Aber wie? Gab es eine heimliche Heirat? Niemals. Keine rechtlichen Dokumente oder Zertifikate? Niemals. Dann vermag ich Eurer Majestät nicht zu folgen. Wenn diese junge Person ihre Briefe zu Erpressungs- oder anderen Zwecken vorzeigen sollte, wie will sie deren Echtheit beweisen? Da ist die Handschrift. Fälschung. Mein eigenes Briefpapier. Gestohlen. Mein eigenes Siegel. Nachgemacht. Mein Foto. Gekauft. Wir waren beide auf dem Foto. Oh, weh. Das ist sehr schlimm. Eure Majestät haben sich in der Tat eine Indiskretion erlaubt. Ich war verrückt, wahnsinnig. Sie haben sich schwer kompromittiert. Ich war damals nur Kronprinz. Ich war jung. Ich bin jetzt erst 30. Es muss wieder beschafft werden. Wir haben es versucht und sind gescheitert. Eure Majestät müssen zahlen. Es muss gekauft werden. Sie will nicht verkaufen. Dann gestohlen. Es wurden 5 Versuche unternommen. 2-mal durchsuchten von mir bezahlte Einbrecher ihr Haus. Einmal leiteten wir ihr Gepäck um, als sie reiste. 2-mal wurde sie überfallen. Es gab kein Ergebnis. Keine Spur davon. Absolut keine. Holmes lachte. Das ist ein ganz hübsches kleines Problem, sagte er. Aber ein sehr ernstes für mich, erwiderte der König vorwurfsvoll. In der Tat. Und was gedenkt sie mit dem Foto zu tun? Mich zu ruinieren. Aber wie? Ich stehe kurz vor der Heirat. Das habe ich gehört. Mit Clotilde Lothman von Sachsen-Minningen, der 2. Tochter des Königs von Skandinavien. Sie kennen vielleicht die strengen Prinzipien ihrer Familie. Sie ist selbst die Seele der Delikatesse. Ein Schatten eines Zweifels an meinem Verhalten würde die Sache beenden. Und Irene Adler droht, Ihnen das Foto zu schicken. Und sie wird es tun. Ich weiß, dass sie es tun wird. Sie kennen sie nicht, aber sie hat eine Seele aus Stahl. Sie hat das Gesicht der schönsten Frau und den Geist des entschlossensten Mannes. Eher, als dass ich eine andere Frau heirate, würde sie vor nichts zurückschrecken, vor nichts. Sind Sie sicher, dass sie es noch nicht geschickt hat?
Ich bin sicher. Und warum? Weil sie gesagt hat, sie würde es an dem Tag schicken, an dem die Verlobung öffentlich bekannt gegeben wird. Das ist nächsten Montag. Oh, dann haben wir noch 3 Tage, sagte Holmes mit einem Gähnen. Das ist sehr glücklich. Da ich mich gerade jetzt um 1 oder 2 wichtige Angelegenheiten kümmern muss. Eure Majestät werden natürlich vorerst in London bleiben. Gewiss. Sie finden mich im Langham unter dem Namen Graf von Cram. Dann werde ich Ihnen eine Nachricht zukommen lassen, um Sie über unsere Fortschritte zu informieren. Bitte tun Sie das. Ich werde voller Spannung sein. Dann, was das Geld betrifft. Sie haben freie Hand. Absolut. Ich sage Ihnen, ich würde eine der Provinzen meines Königreichs geben, um dieses Foto zu bekommen. Und für die laufenden Ausgaben. Der König nahm einen schweren, aus Boxleder gefertigten Beutel unter seinem Umhang hervor und legte ihn auf den Tisch. 300 Pfund in Gold und 700 in Noten, sagte er. Holmes kritzelte eine Quittung auf ein Blatt seines Notizbuchs und überreichte sie ihm. Und die Adresse des Fräuleins, fragte er. Bryony Lodge, Serpentine Avenue, St. John's Wood. Holmes notierte sie. Noch eine Frage, sagte er. War das Foto im Kabinettformat? Das war es. Dann, gute Nacht, Eure Majestät, und ich hoffe, dass wir Ihnen bald gute Nachrichten überbringen können. Und gute Nacht, Watson, fügte er hinzu, als die Räder der königlichen Brookham die Straße hinunterrollten. Wenn Sie so freundlich sein wollen, morgen Nachmittag um 3 Uhr hier vorzusprechen, würde ich diese kleine Angelegenheit gerne mit Ihnen besprechen. Kapitel 2. Um 3 Uhr nachmittags war ich pünktlich in der Baker Street. Aber Holmes war noch nicht zurückgekehrt. Die Vermieterin teilte mir mit, dass er das Haus kurz nach 8 Uhr morgens verlassen hatte. Ich setzte mich jedoch ans Feuer, in der Absicht, auf ihn zu warten. Egal wie lange es dauern mochte. Ich war bereits tief in seine Ermittlungen vertieft. Denn obwohl der Fall von keinen der grimmigen und seltsamen Merkmale umgeben war, die mit den beiden von mir bereits aufgezeichneten Verbrechen verbunden waren, verlieh ihm die Natur des Falles und die hohe Stellung seines Klienten dennoch eine eigene Note. Tatsächlich gab es, abgesehen von der Art der Untersuchung, mit der mein Freund befasst war, etwas in seiner meisterhaften Erfassung einer Situation und seinem scharfen, präzisen Denken, das es mir zur Freude machte, sein System der Arbeit zu studieren und den schnellen, subtilen Methoden zu folgen, mit denen er die undurchdringlichsten Geheimnisse entwirrte. Ich war so sehr an seine ständigen Erfolge gewöhnt, dass mir die Möglichkeit seines Scheiterns gar nicht mehr in den Sinn kam. Es war kurz vor 4. Als sich die Tür öffnete und ein betrunken aussehender Stallknecht, ungepflegt und mit Koteletten, mit gerötetem Gesicht und verlotterter Kleidung, ins Zimmer trat. So sehr ich auch an die erstaunlichen Fähigkeiten meines Freundes im Gebrauch von Verkleidungen gewöhnt war. Ich musste 3-mal hinsehen, bevor ich sicher war, dass er es wirklich war. Mit einem Nicken verschwand er im Schlafzimmer, woraus er 5 Minuten später in Tweedanzug und respektabel, wie früher, hervorkam. Er steckte die Hände in die Taschen, streckte die Beine vor dem Feuer aus und lachte herzlich für einige Minuten. Na, wirklich, rief er aus, dann verschlug es ihm die Sprache, und er lachte wieder, bis er sich schließlich kraftlos und hilflos in den Stuhl zurückfallen lassen musste. Was ist los? Es ist einfach zu komisch. Ich bin sicher, du könntest nie erraten, wie ich meinen Vormittag verbracht habe oder was ich schließlich getan habe. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich nehme an, du hast die Gewohnheiten und vielleicht auch das Haus von Fräulein Irene Adler beobachtet. Ganz recht, aber die Folge war eher ungewöhnlich. Ich will es dir erzählen. Ich verließ das Haus heute Morgen kurz nach 8 Uhr in der Rolle eines arbeitslosen Stallknechts.
Unter Pferdeliebhabern herrscht eine wunderbare Sympathie und Freimaurerei. Sei einer von ihnen, und du wirst alles wissen, was es zu wissen gibt. Ich fand bald die Brioni Lodge. Es ist eine kleine Villa, mit einem Garten auf der Rückseite. Aber von direkt an der Straße gebaut, 2 Stockwerke hoch. Schubschloss an der Tür. Großes Wohnzimmer auf der rechten Seite, gut möbliert. Mit langen Fenstern fast bis zum Boden und diesen absurden englischen Fensterverschlüssen, die ein Kind öffnen könnte. Dahinter gab es nichts Bemerkenswertes. Außer dass das Flurfenster vom Dach des Kutschenhauses aus zu erreichen war. Ich ging um das Haus herum und untersuchte es genau von jedem Gesichtspunkt aus. Fand aber nichts weiter von Interesse. Dann schlenderte ich die Straße hinunter und fand, wie erwartet, dass es eine Steigasse gab, die an einer Mauer des Gartens entlang führte. Ich half den Stallburschen beim Abreiben ihrer Pferde und erhielt im Austausch 2 Pence. Ein Glas halb und halb, 2 Stopfer Tabak und so viele Informationen, wie ich mir nur wünschen konnte, über Fräulein Adler. Ganz zu schweigen von einem halben Dutzend anderer Leute in der Nachbarschaft, die mich nicht im geringsten interessierten, deren Biografien ich mir aber anhören musste. Und was ist mit Irene Adler, fragte ich. Oh, sie hat allen Männern dort unten den Kopf verdreht. Sie ist das niedlichste Geschöpf unter einer Haube auf diesem Planeten. Das sagen die Serpentine-Stallburschen, einhellig. Sie lebt ruhig, singt bei Konzerten, fährt jeden Tag um 5 aus und kehrt pünktlich um 7 zum Abendessen zurück. Geht selten zu anderen Zeiten aus, außer wenn sie singt. Hat nur einen männlichen Besucher, aber der ist sehr oft da. Er ist dunkel, gut aussehend und forsch, kommt mindestens einmal am Tag, oft 2-mal. Es ist ein Mr. Godfrey Norton von der Inner Temple. Siehst du die Vorteile eines Kutschers als Vertrauensperson? Sie haben ihn ein Dutzendmal von der Serpentine-Mus nach Hause gefahren und wissen alles über ihn. Nachdem ich mir alles angehört hatte, was sie zu erzählen hatten, begann ich wieder vor der Brioni Lodge auf und ab zu gehen und über meinen Aktionsplan nachzudenken. Dieser Godfrey Norton war offenbar ein wichtiger Faktor in der Angelegenheit. Er war Anwalt. Das klang bedrohlich. Was war die Beziehung zwischen ihnen, und was war der Zweck seiner wiederholten Besuche? War sie seine Klientin, seine Freundin oder seine Geliebte? Wenn ersteres, hatte sie das Foto wahrscheinlich in seine Obhut gegeben. Wenn letzteres, war es weniger wahrscheinlich. Von der Beantwortung dieser Frage hing ab, ob ich meine Arbeit an der Brioni Lodge fortsetzen oder meine Aufmerksamkeit den Gemächern des Herrn im Tempel zuwenden sollte. Es war ein heikler Punkt, und er erweiterte das Feld meiner Ermittlungen. Ich fürchte, ich langweile dich mit diesen Details. Aber ich muss dir meine kleinen Schwierigkeiten zeigen, wenn du die Situation verstehen sollst. Ich folge dir genau, antwortete ich. Ich wog die Sache noch in Gedanken ab, als eine Hansonkutsche vor der Brioni Lodge vorfuhr und ein Herr heraussprang. Er war ein bemerkenswert gut aussehender Mann, dunkel, mit einer Adlernase und Schnurrbart, offenbar der Mann, von dem ich gehört hatte. Er schien es sehr eilig zu haben, rief dem Kutscher zu, er solle warten, und schob sich an dem Dienstmädchen vorbei, das die Tür öffnete, mit der Art eines Mannes, der sich vollkommen zu Hause fühlte. Er war etwa eine halbe Stunde im Haus. Und ich konnte ihn in den Fenstern des Wohnzimmers sehen, wie er auf und ab ging, aufgeregt redete und mit den Armen fuchtelte. Von ihr konnte ich nichts sehen. Bald darauf kam er heraus, sah noch aufgeregter aus als zuvor. Als er zur Kutsche trat, zog er eine Golduhr aus der Tasche und sah sie ernst an. »Fahr wie der Teufel«, rief er, zuerst zu Gross und Henky in der Regent Street. Dann zur Kirche St. Monica in der Edgware Road. Eine halbe Guinea, wenn du es in 20 Minuten schaffst. Sie fuhren davon, und ich überlegte gerade, ob ich ihnen nicht folgen sollte, als die Gasse herauf eine hübsche kleine Landaulette kam.
Der Kutscher mit nur halb zugeknöpftem Mantel und der Krawatte unterm Ohr. Während alle Enden des Geschirrs aus den Schnallen hingen. Sie hatte noch nicht angehalten, da schoss sie aus der Haustür und hinein. Ich konnte sie nur kurz sehen. Aber sie war eine reizende Frau, mit einem Gesicht, für das ein Mann sterben könnte. Zur Kirche St. Monica, Jean, rief sie, und eine halbe Guinee. Wenn du in 20 Minuten dort bist. Das war zu gut, um es auszulassen, Watson. Ich überlegte gerade, ob ich laufen oder mich hinten auf ihre Landaulette setzen sollte. Als eine Kutsche die Straße entlang kam. Der Kutscher sah mich, einen so schäbigen Fahrgast, zweimal an, aber ich sprang hinein. Bevor er Einspruch erheben konnte. Zur Kirche St. Monica, sagte ich, und eine halbe Guinee, wenn Sie in 20 Minuten dort sind. Es war 25 vor 12 und natürlich war klar, was im Gange war. Mein Kutscher fuhr schnell. Ich glaube nicht, dass ich jemals schneller gefahren bin, aber die anderen waren vor uns da. Die Kutsche und die Landaulette mit ihren dampfenden Pferden standen vor der Tür, als ich ankam. Ich bezahlte den Mann und eilte in die Kirche. Es war niemand da außer den beiden, denen ich gefolgt war, und einem Geistlichen im Chorhemd, der sie zu beschwichtigen schien. Sie standen zu dritt vor dem Altar. Ich schlenderte den Seitengang hinauf wie jeder andere Müßiggänger, der zufällig in eine Kirche geraten ist. Zu meiner Überraschung drehten sich die drei am Altar plötzlich zu mir um. Und Godfrey Norton kam so schnell er konnte auf mich zugerannt. Gott sei Dank, rief er. Sie sind genau der Richtige. Kommen Sie. Kommen Sie. Was denn, fragte ich. Kommen Sie, Mann, kommen Sie, nur noch 3 Minuten, sonst ist es nicht rechtsgültig. Ich wurde halb zum Altar gezerrt. Und bevor ich wusste, wo ich war, fand ich mich dabei, wie ich Antworten murmelte, die mir ins Ohr geflüstert wurden, und für Dinge bürgte, von denen ich nichts wusste. Und half im Allgemeinen. Die feste Bindung von Irene Adler, Spinstern, an Godfrey Norton, Junggesellen, zu vollziehen. Es war alles in einem Augenblick erledigt. Und da dankte mir der Herr auf der einen Seite und die Dame auf der anderen. Während der Geistliche mich von vorne anstrahlte. Es war die absurdeste Situation, in der ich mich je in meinem Leben befunden habe. Und es war der Gedanke daran, der mich gerade eben zum Lachen brachte. Es scheint, dass mit ihrer Heiratserlaubnis etwas nicht ganz richtig war. Dass der Geistliche sich weigerte, sie ohne einen Zeugen zu trauen. Und dass mein glückliches Erscheinen den Bräutigam davor bewahrte, auf die Straße rennen zu müssen, um einen Trauzeugen zu suchen. Die Braut gab mir eine Guinee. Und ich habe vor, sie als Andenken an die Gelegenheit an meiner Uhrkette zu tragen. Das ist eine sehr unerwartete Wendung der Dinge, sagte ich, und was dann? Nun, ich fand meine Pläne ernsthaft gefährdet. Es sah aus, als könnte das Paar sofort abreisen und so meinerseits sehr prompte und energische Maßnahmen erforderlich machen. An der Kirchentür jedoch trennten sie sich, er fuhr zurück zum Tempel, sie in ihr eigenes Haus. Ich werde um 5 wie gewöhnlich im Park ausfahren, sagte sie, als sie ihn verließ. Mehr hörte ich nicht. Sie fuhren in verschiedene Richtungen davon. Und ich machte mich daran, meine eigenen Vorbereitungen zu treffen. Welche sind? Etwas kaltes Rindfleisch und ein Glas Bier, antwortete er und läutete. Ich war zu beschäftigt, um an Essen zu denken. Und heute Abend werde ich wahrscheinlich noch beschäftigter sein. Übrigens, Doktor, ich werde Ihre Mitarbeit brauchen. Sehr gerne. Sie haben nichts dagegen, das Gesetz zu brechen. Nicht im geringsten. Oder das Risiko einer Verhaftung einzugehen. Nicht für eine gute Sache. Oh, die Sache ist ausgezeichnet. Dann bin ich Ihr Mann. Ich war mir sicher, dass ich mich auf dich verlassen konnte. Aber was wünschst du? Wenn Mrs. Turner das Tablett gebracht hat, werde ich es dir klar machen.
jetzt, sagte er, während er sich hungrig über die einfache Mahlzeit hermachte, die unsere Vermieterin bereitgestellt hatte, muss ich es beim Essen besprechen. Denn ich habe nicht viel Zeit. Es ist fast 5. In 2 Stunden müssen wir am Ort des Geschehens sein. Miss Irene oder vielmehr Madame kehrt um 7 von ihrer Ausfahrt zurück. Wir müssen an der Briony Lodge sein, um sie zu treffen. Und was dann? Das musst du mir überlassen. Ich habe bereits arrangiert, was geschehen soll. Es gibt nur einen Punkt, auf dem ich bestehen muss. Du darfst dich nicht einmischen, komme, was wolle. Verstehst du? Ich soll neutral bleiben. Um nichts tun. Es wird wahrscheinlich eine kleine Unannehmlichkeit geben. Mische dich nicht ein. Es wird damit enden, dass ich ins Haus gebracht werde. 4 oder 5 Minuten danach wird das Wohnzimmerfenster geöffnet werden. Du wirst dich in der Nähe dieses offenen Fensters aufstellen. Ja. Du wirst mich beobachten, denn ich werde für dich sichtbar sein. Ja. Und wenn ich meine Hand so hebe, dann wirst du in das Zimmer werfen, was ich dir zum Werfen gebe. Und gleichzeitig wirst du Feuer rufen. Hast du mich vollständig verstanden? Vollständig. Es ist nichts sehr Furchtbares, sagte er und nahm eine lange, zigarrenförmige Rolle aus seiner Tasche. Es ist eine gewöhnliche Klempnerrauchrakete, die an beiden Enden mit einer Kappe versehen ist, um sie selbst entzündlich zu machen. Deine Aufgabe beschränkt sich darauf. Wenn du Feuer rufst, wird das von einer ganzen Reihe von Leuten aufgegriffen werden. Du kannst dann zum Ende der Straße gehen, und ich werde dich in 10 Minuten wieder aufsuchen. Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. Ich soll neutral bleiben, mich dem Fenster nähern, dich beobachten. Auf das Signal hin diesen Gegenstand hineinwerfen, dann Feuer rufen und dich an der Straßenecke erwarten. Ganz recht. Dann kannst du dich vollkommen auf mich verlassen. Das ist ausgezeichnet. Ich glaube, es ist fast an der Zeit, dass ich mich auf die neue Rolle vorbereite, die ich zu spielen habe. Er verschwand in seinem Schlafzimmer und kam wenige Minuten später in der Rolle eines liebenswürdigen und einfältigen Nonkonformisten-Pfarrers zurück. Sein breiter schwarzer Hut, seine schlotterigen Hosen, seine weiße Krawatte. Sein wohlwollendes Lächeln und der allgemeine Blick neugieriger und gütiger Neugier waren so, wie sie nur Mr. John Hare hätte erreichen können. Es war nicht nur so, dass Holmes sein Kostüm wechselte. Sein Ausdruck, seine Art, seine ganze Seele schien mit jeder neuen Rolle, die er annahm, zu variieren. Die Bühne verlor einen feinen Schauspieler. Ebenso wie die Wissenschaft einen scharfen Denker verlor, als er sich auf Verbrechen spezialisierte. Es war 5:15. Als wir die Baker Street verließen, und es fehlten noch 10 Minuten bis zur vollen Stunde. Als wir uns in der Serpentine Avenue befanden. Es dämmerte bereits, und die Laternen wurden gerade angezündet. Als wir vor der Briony Lodge auf und ab gingen und auf die Ankunft ihrer Bewohnerin warteten. Das Haus war genau so, wie ich es mir nach Sherlock Holmes' prägnanter Beschreibung vorgestellt hatte. Aber die Gegend schien weniger ruhig zu sein, als ich erwartet hatte. Im Gegenteil, für eine kleine Straße in einer ruhigen Nachbarschaft war sie bemerkenswert belebt. Es gab eine Gruppe schäbig gekleideter Männer, die in einer Ecke rauchten und lachten, einen Scherenschleifer mit seinem Rad, 2 Gardisten, die mit einem Kindermädchen flirteten, und mehrere gut gekleidete junge Männer, die mit Zigarren im Mund auf und ab schlenderten. Siehst du, bemerkte Holmes, als wir vor dem Haus hin und her gingen, diese Heirat vereinfacht die Sache erheblich. Das Foto wird jetzt zu einer zweischneidigen Waffe. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie es genauso sehr davor hüten will, von Mr. Godfrey Norton gesehen zu werden, wie unser Client davor, dass es die Augen seiner Prinzessin erreicht.
Nun stellt sich die Frage, wo finden wir das Foto? Wo in der Tat? Es ist höchst unwahrscheinlich, dass sie es bei sich trägt. Es ist im Kabinettformat. Zu groß, um es leicht in einer Damenkleidung zu verstecken. Sie weiß, dass der König imstande ist, sie überfallen und durchsuchen zu lassen. 2 derartige Versuche wurden bereits unternommen. Wir können also davon ausgehen, dass sie es nicht bei sich trägt. Wo dann? Ihrem Bankier oder ihrem Anwalt. Diese doppelte Möglichkeit besteht. Aber ich neige zu keiner von beiden. Frauen sind von Natur aus geheimnisvoll und sie machen ihre eigenen Verstecke gern. Warum sollte sie es jemand anderem überlassen? Sie konnte ihrer eigenen Verwahrung trauen, aber sie wusste nicht, welcher indirekte oder politische Einfluss auf einen Geschäftsmann ausgeübt werden könnte. Vergiss außerdem nicht, dass sie beschlossen hatte, es innerhalb weniger Tage zu benutzen. Es muss dort sein, wo sie es sofort in die Hand nehmen kann. Es muss in ihrem eigenen Haus sein. Aber es wurde 2-mal eingebrochen. Pah! Sie wussten nicht, wie man sucht. Aber wie wirst du suchen? Ich werde nicht suchen. Was dann? Ich werde sie dazu bringen, es mir zu zeigen. Aber sie wird sich weigern. Sie wird nicht anders können. Aber ich höre das Rumpeln von Rädern. Es ist ihre Kutsche. Nun führe meine Anweisungen genau aus. Während er sprach, kam der Schein der Seitenlichter einer Kutsche um die Kurve der Allee. Es war eine hübsche kleine Landaulette, die bis zur Tür der Briony Lodge ratterte. Als sie hielt, stürzte einer der herumlungernden Männer an der Ecke vor. Um die Tür zu öffnen, in der Hoffnung, ein paar Münzen zu verdienen. Wurde aber von einem anderen Faulenzer weggestoßen, der mit der gleichen Absicht herbeigeeilt war. Ein heftiger Streit brach aus, der von den beiden Gardisten angeheizt wurde. Die Partei für einen der Herumtreiber ergriffen und vom Scherenschleifer, der ebenso eifrig auf der anderen Seite war. Ein Schlag wurde ausgeteilt und im Nu war die Dame, die gerade aus ihrer Kutsche gestiegen war, das Zentrum eines kleinen Haufens erregter und kämpfender Männer, die mit Fäusten und Stöcken wild aufeinander einschlugen. Holmes stürzte in die Menge, um die Dame zu schützen. Aber gerade als er sie erreichte, gab er einen Schrei von sich und fiel zu Boden, wobei ihm das Blut über das Gesicht lief. Bei seinem Sturz ergriffen die Gardisten in die eine und die Herumtreiber in die andere Richtung die Flucht. Während eine Anzahl besser gekleideter Leute, die dem Handgemenge zugesehen hatten, ohne sich daran zu beteiligen, hinzudrängten, um der Dame zu helfen und sich um den Verletzten zu kümmern. Irene Adler, wie ich sie weiterhin nennen werde, war die Stufen hinaufgeeilt. Aber sie stand oben, ihre prächtige Gestalt im Licht des Flures als Silhouette, und blickte zurück auf die Straße. »Ist der arme Herr schwer verletzt?« fragte sie. »Er ist tot«, riefen mehrere Stimmen. »Nein, nein, es ist noch Leben in ihm«, rief ein anderer. »Aber er wird tot sein, bevor Sie ihn ins Krankenhaus bringen können.« »Er ist ein tapferer Kerl«, sagte eine Frau. Sie hätten der Dame die Handtasche und die Uhr genommen, wenn er nicht gewesen wäre. Es war eine Bande, und eine raue dazu. Ah, er atmet jetzt. Er kann nicht auf der Straße liegen. Dürfen wir ihn hereinbringen, gnädige Frau? Aber sicher. Bringen Sie ihn ins Wohnzimmer. Da ist ein bequemes Sofa. Hier entlang, bitte. Langsam und feierlich wurde er in die Briony Lodge getragen und im Hauptzimmer niedergelegt. Während ich das Geschehen immer noch von meinem Posten am Fenster aus beobachtete. Die Lampen waren angezündet. Aber die Jalousien waren nicht heruntergelassen, so dass ich Holmes sehen konnte, wie er auf dem Sofa lag. Ich weiß nicht, ob er in diesem Moment Gewissensbisse wegen der Rolle hatte, die er spielte, aber ich weiß, dass ich mich in meinem Leben nie herzlicher geschämt habe als in dem Moment, als ich die schöne Kreatur sah, gegen die ich konspirierte.
oder die Anmut und Freundlichkeit, mit der sie sich des verletzten Mannes annahm. Und doch wäre es der schändlichste Verrat an Holmes, jetzt von der Rolle zurückzutreten, die er mir anvertraut hatte. Ich verhärtete mein Herz und nahm die Rauchrakete unter meinem Ulster hervor. Schließlich, dachte ich, fügen wir ihr keinen Schaden zu. Wir hindern sie nur daran, einem anderen zu schaden. Holmes hatte sich auf dem Sofa aufgesetzt, und ich sah ihn eine Bewegung machen wie ein Mann, der Luft braucht. Ein Dienstmädchen eilte hinzu und riss das Fenster auf. Im selben Augenblick sah ich ihn seine Hand heben. Und auf das Signal hin warf ich meine Rakete mit einem Schrei Feuer in das Zimmer. Das Wort war kaum über meine Lippen gekommen. Da stimmte die ganze Menge der Zuschauer, gut und schlecht gekleidet, Herren, Stallburschen und Dienstmädchen, mit einem allgemeinen Schrei Feuer ein. Dichte Rauchwolken wirbelten durch das Zimmer und hinaus durch das offene Fenster. Ich erhaschte einen Blick auf hastende Gestalten. Und einen Moment später war die Stimme von Holmes von drinnen zu hören, wie er ihnen versicherte, dass es ein falscher Alarm sei. Ich schlüpfte durch die schreiende Menge und machte mich zur Straßenecke. Und nach 10 Minuten hatte ich die Freude, den Arm meines Freundes in meinem zu spüren und dem Ort des Aufruhrs zu entkommen. Er ging schnell und schweigend einige Minuten lang, bis wir in eine der ruhigen Straßen einbogen, die zur Edgware Road führen. »Sie haben das sehr gut gemacht, Doktor«, bemerkte er. »Nichts hätte besser sein können. Alles ist in Ordnung. Sie haben das Foto. Ich weiß, wo es ist. Und wie haben Sie es herausgefunden?« »Sie hat es mir gezeigt, wie ich Ihnen sagte, dass sie es tun würde.« »Ich verstehe immer noch nicht.« »Ich möchte kein Geheimnis daraus machen«, sagte er lachend. »Die Sache war denkbar einfach. Du hast natürlich gesehen, dass jeder auf der Straße ein Komplize war. Sie waren alle für den Abend engagiert. Das dachte ich mir. Dann, als der Streit losbrach, hatte ich etwas feuchte rote Farbe in meiner Handfläche. Ich stürzte vor, fiel hin, schlug mir die Hand ins Gesicht und wurde zu einem erbarmungswürdigen Anblick. Das ist ein alter Trick. Auch das konnte ich durchschauen. Dann trugen sie mich hinein. Sie war gezwungen, mich hereinzulassen. Was hätte sie sonst tun können? Und zwar in ihr Wohnzimmer, das genau das Zimmer war, das ich vermutete. Es lag zwischen diesem und ihrem Schlafzimmer, und ich war entschlossen zu sehen, welches. Sie legten mich auf ein Sofa, ich machte eine Bewegung nach Luft, sie waren gezwungen, das Fenster zu öffnen, und du hattest deine Chance. Wie hat dir das geholfen? Es war von größter Wichtigkeit. Wenn eine Frau denkt, ihr Haus brennt, ist ihr Instinkt, sofort zu dem Gegenstand zu eilen, den sie am meisten schätzt. Es ist ein völlig überwältigender Impuls, und ich habe ihn mehr als einmal ausgenutzt. Im Fall des Darlington-Substitutionsskandals war er mir nützlich. Und auch in der Answorth-Castle-Affäre. Eine verheiratete Frau greift nach ihrem Baby, eine Unverheiratete nach ihrem Juwelenkästchen. Nun war mir klar, dass unsere Dame von heute nichts im Haus hatte, was ihr wertvoller wäre als das, was wir suchen. Sie würde stürzen, um es zu sichern. Der Feueralarm war hervorragend inszeniert. Der Rauch und das Geschrei waren genug, um Nerven aus Stahl zu erschüttern. Sie reagierte wundervoll. Das Foto befindet sich in einer Nische hinter einer Schiebetafel direkt über dem rechten Klingelzug. Sie war sofort dort, und ich konnte es sehen, als sie es halb herauszog. Als ich rief, dass es ein falscher Alarm sei, steckte sie es zurück, warf einen Blick auf die Rakete, stürzte aus dem Zimmer. Und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich stand auf, entschuldigte mich und entkam aus dem Haus. Ich zögerte, ob ich versuchen sollte, das Foto sofort an mich zu nehmen, aber der Kutscher war hereingekommen. Und da er mich scharf beobachtete, schien es sicherer zu warten. Ein wenig überstürztes Handeln könnte alles verderben.
Und jetzt, fragte ich. Unsere Suche ist praktisch beendet. Ich werde morgen mit dem König kommen und mit dir, wenn du Lust hast, mitzukommen. Man wird uns ins Wohnzimmer führen, um auf die Dame zu warten, aber es ist wahrscheinlich, dass sie, wenn sie kommt, weder uns noch das Foto vorfinden wird. Es könnte seiner Majestät Genugtuung verschaffen, es mit eigenen Händen wieder zu erlangen. Und wann werden sie kommen? Um 8 Uhr morgens. Sie wird noch nicht auf sein, so dass wir freie Bahn haben. Außerdem müssen wir schnell sein. Denn diese Heirat könnte eine völlige Veränderung in ihrem Leben und ihren Gewohnheiten bedeuten. Ich muss dem König sofort telegrafieren. Wir hatten die Baker Street erreicht und hielten vor der Tür. Er durchsuchte seine Taschen nach dem Schlüssel, als jemand im Vorbeigehen sagte: »Gute Nacht, Mr. Sherlock Holmes.« Es waren mehrere Leute auf dem Bürgersteig zu dieser Zeit. Aber der Gruß schien von einem schlanken jungen Mann in einem Ulster zu kommen, der eilig vorbeigegangen war. »Ich habe diese Stimme schon einmal gehört«, sagte Holmes und starrte die schwach beleuchtete Straße hinunter. Nun, ich frage mich, wer zum Teufel das gewesen sein könnte. Kapitel 3. Ich übernachtete in der Baker Street und wir waren gerade mit unserem Toast und Kaffee beschäftigt, als der König von Böhmen ins Zimmer stürzte. »Sie haben es wirklich«, rief er und packte Sherlock Holmes an beiden Schultern und sah ihm eifrig ins Gesicht. »Noch nicht. Aber Sie haben Hoffnung.« »Ich habe Hoffnung.« »Dann kommen Sie.« »Ich bin voller Ungeduld zu gehen.« »Wir müssen eine Kutsche nehmen.« »Nein, meine Brookham wartet.« »Dann vereinfacht das die Sache.« Wir stiegen hinab und machten uns wieder auf den Weg zur Briony Lodge. »Irene Adler ist verheiratet«, bemerkte Holmes. »Verheiratet? Wann?« »Gestern.« »Aber mit wem?« »Mit einem englischen Anwalt namens Norton.« »Aber sie kann ihn nicht lieben.« »Ich hoffe, dass sie es tut.« »Und warum hoffen Sie?« »Weil es Eure Majestät alle zukünftigen Belästigungen ersparen würde. Wenn die Dame ihren Mann liebt, liebt sie Eure Majestät nicht. Wenn sie Eure Majestät nicht liebt, gibt es keinen Grund, warum sie sich in Eure Majestät Pläne einmischen sollte. Das ist wahr. Und doch, nun. Ich wünschte, sie wäre von meinem Stande gewesen. Was für eine Königin hätte sie abgegeben?« Er verfiel wieder in ein düsteres Schweigen, das erst unterbrochen wurde, als wir in der Serpentine Avenue hielten. Die Tür der Briony Lodge war offen, und eine ältere Frau stand auf den Stufen. Sie beobachtete uns mit einem spöttischen Blick, als wir aus der Brookham stiegen. »Mr. Sherlock Holmes, nehme ich an«, sagte sie. »Ich bin Mr. Holmes«, antwortete mein Gefährte und sah sie mit einem fragenden und etwas überraschten Blick an. »In der Tat. Meine Herrin sagte mir, dass Sie wahrscheinlich kommen würden. Sie ist heute Morgen mit ihrem Mann um 5:15 Uhr vom Charing Cross aus auf den Kontinent abgereist.« »Was?« Sherlock Holmes taumelte zurück, bleich vor Verdruss und Überraschung. »Wollen Sie damit sagen, dass sie England verlassen hat, um nie wieder zurückzukehren?« »Und die Papiere?«, fragte der König heiser. »Alles ist verloren. Wir werden sehen.« Er schob sich an der Dienerin vorbei und stürzte in den Salon, gefolgt vom König und mir. Die Möbel waren in alle Richtungen verstreut, mit abgebauten Regalen und offenen Schubladen, als hätte die Dame sie vor ihrer Flucht hastig durchwühlt. Holmes stürzte auf den Klingelzug zu, riss eine kleine Schiebeklappe zurück, griff hinein und zog ein Foto und einen Brief hervor. Das Foto zeigte Irene Adler selbst im Abendkleid, der Brief war an Sherlock Holmes, Esk. Zurückzubehalten bis zur Abholung adressiert. Mein Freund riss ihn auf und wir alle drei lasen ihn gemeinsam. Er war um Mitternacht des vergangenen Abends datiert und lautete wie folgt: »Mein lieber Mr. Sherlock Holmes.
Sie haben das wirklich sehr gut gemacht. Sie haben mich völlig hereingelegt. Bis nach dem Feueralarm hatte ich keinen Verdacht. Aber dann, als ich merkte, wie ich mich verraten hatte, fing ich an zu denken. Ich war vor Monaten vor Ihnen gewarnt worden. Man hatte mir gesagt, dass, wenn der König einen Agenten einsetzen würde, es sicherlich Sie sein würden. Und Ihre Adresse war mir gegeben worden. Und doch, bei alledem, haben Sie mich veranlasst zu verraten, was Sie wissen wollten. Selbst als ich misstrauisch wurde, fiel es mir schwer, von einem so lieben, freundlichen alten Geistlichen Böses zu denken. Aber, wissen Sie, ich bin selbst als Schauspielerin ausgebildet worden. Männerkleidung ist nichts Neues für mich. Ich nutze oft die Freiheit, die sie gewährt. Ich schickte John, den Kutscher, um sie zu beobachten, lief hinauf, zog meine Gehkleidung, wie ich sie nenne, an und kam gerade hinunter. Als sie sich entfernten. Nun, ich folgte ihnen bis zu ihrer Tür und stellte so sicher, dass ich wirklich eine interessante Person für den berühmten Mr. Sherlock Holmes war. Dann wünschte ich ihnen, etwas unvorsichtigerweise, eine gute Nacht und machte mich auf den Weg zum Tempel, um meinen Mann zu sehen. Wir beide dachten, Flucht sei das Beste. Wenn wir von einem so furchtbaren Gegner verfolgt werden, so werden sie das Nest leer finden, wenn sie morgen kommen. Was das Foto betrifft, so kann ihr Client in Frieden ruhen. Ich liebe und werde von einem besseren Mann geliebt als er. Der König kann tun, was er will, ohne Behinderung durch eine, die er grausam falsch behandelt hat. Ich behalte es nur, um mich selbst zu schützen und eine Waffe zu bewahren, die mich immer vor allen Schritten sichern wird, die er in Zukunft unternehmen könnte. Ich hinterlasse ein Foto, das er vielleicht besitzen möchte, und verbleibe, lieber Mr. Sherlock Holmes. Ihre sehr ergebene Irene Norton, geborene Adler. Was für eine Frau, oh, was für eine Frau, rief der König von Böhmen, als wir alle drei dieses Schreiben gelesen hatten. Sagte ich Ihnen nicht, wie schnell und entschlossen sie ist? Wäre sie nicht eine bewundernswerte Königin gewesen? Ist es nicht schade, dass sie nicht auf meinem Niveau war? Nach dem, was ich von der Dame gesehen habe, scheint sie in der Tat auf einem ganz anderen Niveau zu sein als Eure Majestät, sagte Holmes kalt. Es tut mir leid, dass ich es nicht vermocht habe, die Angelegenheit Eurer Majestät zu einem erfolgreicheren Abschluss zu bringen. Im Gegenteil, mein lieber Herr, rief der König. Nichts könnte erfolgreicher sein. Ich weiß, dass Ihr Wort unverbrüchlich ist. Das Foto ist jetzt so sicher, als wäre es im Feuer. Ich bin Ihnen unendlich dankbar. Sagen Sie mir bitte, wie ich mich erkenntlich zeigen kann. Dieser Ring, er streifte einen Ring mit einer Schlange aus Smaragd von seinem Finger und hielt ihn auf seiner Handfläche entgegen. Eure Majestät besitzen etwas, das ich noch höher schätzen würde, sagte Holmes. Sie müssen es nur nennen. Dieses Foto. Der König starrte ihn verblüfft an. Irenes Foto, rief er. Gewiss, wenn Sie es wünschen. Ich danke Eurer Majestät. Dann ist in dieser Angelegenheit nichts mehr zu tun. Ich habe die Ehre, Eurer Majestät einen recht guten Morgen zu wünschen. Er verbeugte sich und, ohne auf die Hand zu achten, die der König ihm entgegenstreckte, wandte er sich ab und machte sich in meiner Begleitung auf den Weg zu seinen Gemächern. Und so geschah es, dass ein großer Skandal das Königreich Böhmen bedrohte. Und wie die besten Pläne von Mr. Sherlock Holmes durch den Scharfsinn einer Frau zunichte gemacht wurden. Früher machte er sich über die Klugheit der Frauen lustig. Aber ich habe ihn in letzter Zeit nicht mehr so reden hören. Und wenn er von Irene Adler spricht oder sich auf ihr Foto bezieht, tut er es stets unter dem ehrenvollen Titel die Frau.